Hallo zusammen, ihr Lieben. Wir machen heute mal wieder die 4 Himmelsrichtungen. Ein 4-Karten-Reading. Das heißt, wir gucken uns an, was seinen Anfang nimmt. Wir gucken uns an, was wächst und wie wir es pflegen sollen. Wir gucken uns an, was wir ernten, loslassen oder aussortieren müssen. Und wir gucken uns 4. an, was ich dann aus dem Endprodukt raus festigen möchte oder ja, was repariert werden muss. Ja? Wir beginnen mit der ersten Karte. Ich lasse die Karten nur springen und die fällt hier für den Osten. Also was nimmt hier seinen Lauf? Dann haben wir hier den Süden, was Wachstum bringt. Wir haben die Ernte. Ich glaube, meine Finger werden kleiner. Meine Hände. Okay. Also gut. Schauen wir uns die Legung an. Wir beginnen mit dem Osten. Was darf ich hier weitergeben? Was nimmt hier einen Lauf? Was sucht einen Anfang? Und da haben wir mit der afrikanischen Savanne das Thema Gedeihen. Und das passt wunderbar. Also etwas, was gedeihen soll, nimmt hier einen Anfang. Ja, und diese Position zeigt uns einfach an, dass wir eigentlich alle Überlebenskünstler sind. Und dass wir in bestimmten Situationen weit mehr können, als die Herausforderung einfach mit sich bringt. Da wird man zum Beispiel wachsen, wenn andere klein werden. Also es sind so Gelegenheiten, die ganz speziell für uns bestimmt sind, für unseren Bedarf, für unseren Umfeld, für das, was wir können. Also eine sehr persönliche Sache, die kann natürlich bei jedem anders sein. Aber es gedeiht hier tatsächlich etwas heran, bei dem man die Gelegenheit nutzen darf, weil hier neue Lebensumstände kommen, die uns auch über uns hinauswachsen lassen. Ne? Also eine Art Lebensveränderung, vielleicht auch mit der wir so nicht gerechnet haben. Die Karte sagt uns einfach, egal was hier kommt, wir schaffen das. Egal was hier seinen Anfang nimmt, wir sind Überlebenskünstler. Und wir können mit dieser Aufgabe wachsen. Ja, man kann hier standfest und stark sein, sich selbst beweisen, vielleicht auch mal verschnaufen, Energie abgeben, damit man selber wieder Energie bekommt, also dieser Flow. Es geht darum, seine ureigene Kraft zu leben, mit dieser Herausforderung, mit dieser Lebensveränderung. Und es geht darum, dass sich das Wohlbefinden verändert in einem, um einen herum. Und dass man einfach vital seine Dinge durchziehen kann oder auch leben kann. Hier wird ein bisschen aufmerksam gemacht um den Baum des Lebens, der hier in der Savanne wächst und tatsächlich ganz viele, ja, ich sag mal, Dinge kann. Er speichert zum Beispiel Wasser und er bietet einfach dann Schutz, Nahrung für Mensch und Tier. Die Früchte dieses Baumes sind sozusagen über Jahre haltbar und der Baum gibt die Früchte auch dann erst ab, wenn es gebraucht wird. Ne? Und an diesem Baum kann man hier ein bisschen das Beispiel nehmen, wie man mit seiner eigenen Energie umgeht. So, dann haben wir hier, was bringt uns Wachstum? Was sollen wir pflegen? Wo muss man genau hingucken in dieser Phase des Gedeihens? Und wir haben hier den Neuschnee mit der Reinheit.
Hier geht es darum, dass wir nach und nach das, was sich hier anzeigt, verdauen. Dass wir auch immer wieder so frischen Wind in unsere Situation, in unser Leben bringen. Hier beginnt eine Zeit, wo die Gnade sehr hoch ist, wo das Herz offen ist, wo wir das Gefühl haben oder ja, das Wachstum, das hier liegt, hat eigentlich damit zu tun, dass wir immer mehr das Gefühl haben, dass das Beste zu uns kommt. Und es ist auch nicht gesagt, dass sich die Zukunft an der Vergangenheit orientiert, was wiederum bedeutet, wenn hier etwas Neues beginnt, können wir damit rechnen, dass es eben nicht dem Muster der Vergangenheit auch entspricht. Möglicherweise sind hier sehr viele Glaubenssätze, die wegbrechen, was wiederum gut ist, denn dann hat man so dieses Durchatmen, die frische Luft. Das Leben kann wieder leuchten. Es gibt keine wiederkehrenden Herausforderungen mehr, sondern es entsteht ja das Wachstum einer Zeit, wo auch Dinge erlöst werden, wo das Herz offen ist, wo man so, ich nenne es mal auch so ein bisschen Großputz gemacht hat und wo wir einfach auf diesen Eigenschaften hier im Süden die Pflege und die Hege drauflegen sollen. Ne? Also dieses Verständnis dafür, dass kein Kreislauf ewig ist, dass sich etwas vollendet und dass man dann neu beginnt und dass das nicht unbedingt so sein muss, wie es immer war. Okay, dann haben wir jetzt hier im Westen die Ernte und da haben wir das Portal. Hier geht es um einen Platz, den wir irgendwie zwischen den Welten haben. Ne? Die Schleier sind hier offen, man hat Zugang. Es eröffnen sich an diesem Platz auch wieder mit gewisser Regelmäßigkeit neue Portale. Und da können sich einfach Dinge entwickeln, die eben nicht dem gewöhnlichen Dasein entsprechen, sondern die eben mit ein bisschen Mystik verzehrt sind. Hier kommt Magie, wundersame Wenden. Das heißt, das, was wir uns hier erarbeitet haben, bringt gleich nochmal ein Wunder mit. Man hat sehr viele erhellende Momente. Etwas offenbart sich einem. Es entsteht eine Zeit, wo man ganz hervorragend wieder neue Träume manifestieren kann. Sich mit dem zu beschäftigen, was werden soll. Also hier dürfen wir uns sortieren, wie es weitergeht. Hier sind auch so Sachen, wo Kleinigkeiten große Ergebnisse bringen. Die Verbundenheit ist sehr groß zu allem. Man hat vielleicht auch so dieses Gefühl, dass man mit der geistigen Welt ganz wunderbar arbeiten kann oder sich auch unterstützt fühlt. Und es geht darum, von diesem Platz der Ernte aus wieder zu gucken, wo Wunder erblühen, wo magische Ereignisse sind und die Energie auch so die Visionen nach vorne bringt. Ein Platz, wo die Spiritualität groß ist, die Intuition hoch. Und wo wieder Visionen entstehen können. Und wo wir auch tatsächlich schon hier auf dem Weg gelernt haben, dass sich vielleicht durch Veränderung, die wir so nicht gedacht haben, tatsächlich kleinere Wunder ins Leben bringen lassen. Die kann man mit dem Geist nicht erdenken. Ja? Das ist der Verstand, der uns das begrenzt. Und hier haben wir dann aber gelernt, dass es tatsächlich möglich ist, sich auf das alles einzulassen. Wenn wir jetzt hier die Wunder ernten, gucken wir, was wir hier im Norden dafür tun können, was sich hier festigt oder nähert oder wo man eben repariert. Und da haben wir hier die Stille. Auch so ein bisschen ein Pendant, ne? Da wo wir hier die afrikanische Savanne haben, da ist es warm, da gedeihen die Dinge, haben wir hier die Tundra, die ist eingefroren und kalt und kaum etwas wächst da.
Und tatsächlich geht es darum, wenn wir diese Phase so echt spannend erlebt haben, dann kommen wir zu einem Platz, an dem wir Auszeit nehmen, ne? Wo wir erneut festigen, wo man entschleunigt, wo man wieder still wird, wo die innere Stimme mit einem spricht, wo das Timing auch eine Rolle spielt. An diesem Punkt sollen wir mal verharren, ne? Da gibt es nichts, was wir wieder Neues generieren oder wieder irgendwie was von Neuem beginnen, sondern hier ist das Ausruhen angezeigt. Es geht ja beim Norden darum, was man festigen kann, was man nähren soll oder reparieren kann. Und hier ist tatsächlich Pause angesagt, ne? Es ist so eine Zeit, in der man ausruht, wo kein neuer Zyklus jetzt angestrebt werden soll, sondern es ist tatsächlich eine Zeit, wo man auch wieder repariert, Dinge instand setzt, sich selber auch, ne? Wo die Vergebung oder das Thema der Vergebung sehr groß ist. Möglicherweise hat man hier auch das Gefühl, irgendwas fühlt sich nicht gut an oder trostlos oder es passiert gar nichts. Auch das gehört zum Leben, ne? Also ich bin glatt dafür, dass wir nicht immer Zeiten haben, wo sich die Dinge überschlagen, sondern wo es einfach mal so ist, wie es ist. Und dann, wenn es taut, dann sind wir wieder da und dann können wir das Leben wieder beginnen und ausgeruht in eine ganz neue Phase gehen. Ich finde das so spannend. Es ist natürlich eine kollektive Legung, wie immer. Und kann ich auf jeden treffen. Trotzdem, ich finde es mega. Wir gucken, welches Krafttier hier mitgeht. Die Balance, der Panda. Wir haben hier Yin und Yang. Ja, die Lemniskate ist hier mit drauf. Und was die Legung uns eigentlich sagen soll, ist, dass wir Action und Pause, voranschreiten und Stille halten, unter einen Hut kriegen, dass wir immer wieder zur Harmonie und Ausgeglichenheit zurückfinden können, egal was wir hier erleben. Und es passt hier eigentlich ganz gut zu der Legung, denn da, wo wir hier vorangehen und hier am Ende dann dieses Ausruhen haben, diese Auszeit, ist es der ganz natürliche Rhythmus, das etwas haben kann, wo man einfach Eindrücke verarbeitet, wo das Nachwirken auch sehr groß ist, wo man sich immer wieder der Stille und der Quelle auch anschließt, auf die innere Stimme auch wieder hört. Es geht um Abgrenzung, es geht darum, die Aufgaben neu zu gestalten, Dinge miteinander zu verbinden. Und es geht darum, dass das Leben, das, was uns geliefert wird, hier wieder den Ausgleich bringt. Und dass man irgendwie so mit dem inneren Frieden in Kontakt kommt, der einem dann sagt, sei du selber, geh weiter deinen Weg, bleibe angebunden und übernimm nicht vor lauter Stille auch noch irgendwelche Aufgaben, die jetzt nicht dran sind. Das ist ja auch immer so ein Thema, ne? Dieses Auszuhalten der Stille oder dass jetzt mal nichts geschieht, da tun sich ja viele schwer. Ja, ihr Lieben, wir gucken mal noch mit den Mystic Healing Cards, was ich dazu noch sagen darf. Und dann lassen wir das mal so stehen. Was haben wir hier für ein Thema? Und es passt auch wieder so genial. Hier geht es darum, Lebenserfahrungen zu verarbeiten. Und es geht auch darum, die Herkunft zu erforschen, also zu gucken, wo kommt was her und warum ist es da? Wie sieht es aus mit meiner eigenen Herkunft? Welche Schnüre werden bei mir gezogen? Wo reagiere ich, weil andere es wollen? Und wo kreiere ich mir ein Leben, das frei ist, ne? Wo ich nicht wie die Marionette tanze?
das alles dient dem Ganzen, dass wir einfach objektiver über die Dinge gucken können. Dass wir nicht aus einem persönlichen Ding raus alles in Frage stellen und alles immer wieder so kommen muss, wie es eben auch in unseren Genen ist. Puh, sehr spannend. Das haben wir ja alle, ne? Dass wir denken, oh nee, wenn ich jetzt was Neues habe, dann endet es wieder so. Und hier wird einfach gesagt, sei objektiver, das ist nichts in Stein gemeißelt. Und alles hat so einen bestimmten Ausgleich auch. Okay, ihr Lieben, ich wünsche euch eine schöne Zeit. Ich drücke euch bis bald.